Willkommen zu einem neuen Video zu unserem beliebten Thema Corona. Als erstes wollte ich darauf hinweisen, dass ich morgen wahrscheinlich streamen werde. Wann genau weiß ich noch nicht, aber so circa 14 Uhr, vielleicht vorher, vielleicht später. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wann der BSK Zeit hat. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der mitmacht, vielleicht streame ich dann noch alleine mit jemand anders oder so, der da mit mir spielt. Also ich möchte dann Warzone, Call of Duty Warzone spielen. Und da ist ja der Vorteil, dass man mit Xbox-Spielern, PC-Spielern, die können alle zusammenspielen. Also sowas hatte ich bisher auch noch nicht erlebt. Und das Spiel ist auch kostenlos, also könnt ihr natürlich auch runterladen. Ja, ist auf jeden Fall ein Stream geplant. Wie lange kann ich noch nicht sagen, ist alles sehr spontan. Und ob das Spiel im Hintergrund unangebracht ist, dazu kann ich nur sagen, dass es ein fucking Spiel ist. Und wenn man es so sieht, könnte man gleich jeden Shooter verbieten und am Ende spielen wir dann alle nur noch Farm Simulator oder sowas. Das Spiel passt einfach zum Thema und zeigt, wie schnell sich so eine Infektion ausbreiten kann. Naja, am Anfang zumindest. So schlimm wird es natürlich nicht. Ja, in dem Video wollte ich einfach nur mal darüber reden, ob Deutschland zu spät reagiert hat oder die anderen Länder, beziehungsweise ob man das Ganze jetzt so ernst sehen sollte, ob es eine doch Panikmache ist oder nicht, wie meine Meinung dazu ist, beziehungsweise werde ich euch noch mehr oder weniger meine Sichtweise bei der ganzen Sache zeigen, weil, weiß ich nicht, bisher habe ich so meine Sichtweise, wie ich sie euch gleich erklären will, habe ich bisher noch nicht gehört, weil das ist halt einfach das, was ich mir denke, was ich bisher aber noch nirgendwo gehört habe. Und zwar müssen wir dafür eine Woche zurückspringen. Und zwar habe ich da schon mit den Rechnungen angefangen, weil ich hatte schon dieses Video schon geplant. Ich war mir jetzt erstmal nicht sicher, ob ich das jetzt doch machen soll. Habe ich mich jetzt aber doch für entschieden. Und zwar hatte ich vor einer Woche schon, dadurch, dass ich war einfach, also ich will jetzt nicht irgendwie mit der Rechnung, die ich gleich präsentieren werde, jetzt nicht irgendwie pushen oder so. Ich meine, das kann jeder machen. An der Rechnung ist nichts Besonderes oder so. Das ist wirklich relativ simpel. Jeder, der da irgendwie Lust hat, kann das machen. Ich bin jetzt selber nicht so ein Mathe-Freund, aber ich fand das einfach so interessant, weil ich meine, so ein Virus haben wir auch noch nie erlebt und auch unsere Vorgänger vielleicht auch noch gar nicht. Das ist halt echt eine Seltenheit. Leider, muss man dazu sagen. Und vor einer Woche habe ich angefangen zu berechnen, wie die Zahlen der Infektionen, insgesamt Infektionen in Deutschland steigen werden. Dazu die Seite werde ich im Internet verlinken. Ja, moin, das war's komplett. Die Seite werde ich in der Beschreibung verlinken. Und zwar werde ich jetzt ein Bild einblenden, das zeigt den 19.03.2020. Das war an dem Tag, wo ich die Rechnungen gemacht hatte. Da hatten wir gerade in Deutschland die 10.000er Grenze der Gesamtinfektion überschritten und von Quarantäne war noch nicht großartig die Spur. Was mich eigentlich schon gewundert hatte, weil der Virus erstens 10.000 ist immer eine Dunkelziffer, also die Infektionen, die da stehen, man kann eigentlich das direkt mal 5 rechnen. Also ich will jetzt keinem irgendwie Angst einjagen, aber eigentlich kann man das mal 5 rechnen, weil viele die Symptome vielleicht noch gar nicht bemerkt haben, weil der Virus braucht auch bis 2 Wochen, kann das dauern, bis er sich ausgebreitet hat. Und natürlich geht nicht jeder zum Arzt, wenn er irgendwie Kopfschmerzen hat oder so, obwohl er vielleicht sogar betroffen ist. Und wir kennen das selber. Wir wollen gerade jetzt in der Zeit, ich will nicht wissen, ich weiß es nicht beim Arzt, aber ich will nicht wissen, wie voll das da sein wird. Und das müsst ihr alles mit einberechnen, wie die Leute sich dann erstmal weigern werden, zum Arzt zu gehen. Also kann man das theoretisch mal 5 rechnen, aber wir gehen jetzt erstmal von den Zahlen aus, die da stehen. Also da stand jetzt 10.999. Jetzt habe ich das natürlich erstmal sehr simpel gemacht und habe ich habe die letzten 11 Tage immer genommen, habe den Anstieg der letzten 11 Tage genommen. Und zwar habe ich dann den prozentualen Anstieg der letzten 11 Tagen zusammengerechnet. Also einfach nur Plus und dann einfach geteilt durch 11. Da habe ich, dass ich so eine Zahl habe, was halt die durchschnittliche Anstiegsrate, also in Prozenten ist, von den letzten 11 Tagen. Das wäre in dem Fall gewesen 26%. Die Rechnung werde ich mal hier im Hintergrund einblenden, damit ihr das auch ein bisschen besser verstehen könnt. Habe ich einfach ganz leicht am Handy gerechnet. Deswegen, das ist auch nichts, ich will jetzt hier nichts irgendwie, das soll jetzt nichts Besonderes sein oder so. Ich will euch das so ein bisschen erklären, wie ich das auch aus meiner Sicht sehe. Weil, um es mal jetzt ganz auf den Punkt zu kommen, bei so einer Infektion, die hier gerade, bei Corona habe ich nicht auf die Zahl geachtet, wie jetzt 1000 Infizierte oder so. Das interessiert ja erstmal gar nicht. Ich meine, sagt jeder erstmal so, ach, wir sind in Deutschland 86 Millionen oder weiß ich nicht wie viele. Ein paar Tage später sagt man dann, jetzt sind ja nur 2000. Ist ja immer noch eine winzige Zahl. Allerdings, bei sowas achte ich gar nicht auf die Zahl, ob es jetzt 1000 oder 10.000 sind, juckt mich im Endeffekt nicht. Ich achte immer nur auf den Prozent. Wenn der Prozentsatz jeden Tag immer so um die 20-30% ist, dann ist das wirklich eine ernste Sache, was wir jetzt sehen. Ich meine, jetzt ist das Video sozusagen zu spät, weil jetzt sind wir schon über 40.000. Da wird es, glaube ich, jetzt keiner mehr als Kleinigkeit sehen, wobei es gibt wahrscheinlich, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, weil ich mache auch das Video aus dem Grund, weil es immer noch, ja, es gibt 2 Arten, die mich hier stören an dem Ganzen. Das sind meistens eher die Jungen und die Älteren, weil die Älteren, also ich meine jetzt nicht irgendwelche 80-Jährigen oder so, aber gerade etwas Ältere, die kaufen extrem viel ein und lassen den anderen nichts übrig. Also die sind extrem egoistisch, sehen so die übertriebene Apokalypse, Panik in der ganzen Sache, obwohl immer noch keine Läden geschlossen sind und ich auch glaube,
ich auch nicht glaube, dass irgendwelche Läden geschlossen werden. Und dann die Jugendlichen, die das halt gar nicht, also ja doch, Jugendliche kann man schon sagen, eher die Jüngeren, so 13, 14, die das so gar nicht ernst nehmen, die so denken, Panikmache, ich will lieber raus irgendwo hin, keine Ahnung, irgendwie Alkohol trinken, die dann denken, das wäre cool, weil die so mit 13 irgendwie Alkohol trinken, aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall habe ich dann 7 Tage hochgerechnet mit diesen 26%. Wenn ich im Hintergrund einblende, ist halt, kann man ganz einfach mit Taschenrechner rechnen, deswegen ist es nichts irgendwie mit Köpfchen oder so. Da sieht man dann am Ende, dass ich auf eine Zahl von 55.455 gekommen bin. Da war mir gleich klar, so eine Zahl kann man nicht ernst nehmen, ist klar. Es war einfach nur so eine Rechnung, weil vor allen Dingen bei 11 Tagen, ich habe jetzt hier gerade kein Bild mehr vor Augen, aber ich habe ja vor 11 Tagen angefangen, da waren wir noch nicht mal 1000 Infizierte in Deutschland. Deswegen so eine Zahl kann man gar nicht ernst nehmen. Weil der Anzahl bei den ersten paar hundert so hoch sein wird oder so unterschiedlich, dass man das bei den 10.000 nicht mehr hochrechnen kann. Ist, denke ich mal, logisch. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, wie könnte ich jetzt eine logischere Rechnung machen? Weil wir sind noch so klein in Deutschland, bei gerade mal 10.000 Infizierten und das gerade mal, weiß ich nicht, seit 10 Tagen ist das so wirklich groß in Deutschland, kann man das nicht wirklich berechnen. Das geht einfach nicht, zumindest von den deutschen Zahlen. Dann bin ich halt auf die Idee gekommen, dann nehme ich andere Zahlen. Dann habe ich die chinesischen Zahlen genommen, wobei man das natürlich auch wieder nicht nehmen kann, weil... Jetzt ruft der Wichser an, der Beatsguy. Was ist mit dir, du Spasti? Was ist los mit dir? Dann hatte ich mir die chinesischen Zahlen angeguckt, wollte da dann anfangen zu rechnen, habe dann aber direkt gesehen, dass das totaler Schwachsinn war, wobei ich glaube, ich habe das sogar hochgerechnet. Auch wieder mit den Zahlen von 10.000. Die Rechnung werde ich mal hier nicht im Hintergrund einblenden, weil die totaler Schwachsinn ist, was mir im Vorhinein bewusst war. Aber dann ist mir erst aufgefallen, wie krass das doch variiert ist. Weil im Endeffekt, ich habe halt die gleiche Rechnung wie bei Deutschland gerade gemacht, allerdings kam dann raus 140.000, wo es eigentlich nur 80.000 Infizierte waren, also fast doppelt so hoch. Da habe ich mich gewundert, wie kann das denn so krass auseinandergehen? Dann hatte ich mir die Seite nochmal genau angeguckt, habe dann gesehen, dass dann plötzlich nur noch 8% oder 6%, 4% teilweise nur noch Anstieg war. Obwohl es ja am Anfang so um die 20, 30, 60% teilweise sogar war. Habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Und ist mir direkt eingefallen, ja natürlich, eine Quarantäne. Aber dann hatte ich gleichzeitig auch gedacht, wie gesagt, der Virus breitet sich 2 Wochen später noch aus. Wie früh haben die Quarantäne angefangen? Und dann habe ich was gesehen, was mich erstmal wirklich schockiert hat. Die haben nämlich in China, da werde ich auch meinen Screenshot einblenden, die haben in China tatsächlich schon die Quarantäne ab dem 23.01. angefangen. Also zumindest in Hubei, wo der Virus halt angefangen hat in der Stadt. Die hatten da gerade mal 830 Infizierte. In Gesamt-China. Und wir hatten in Deutschland bei, weiß ich nicht, über 20.000 noch keine Quarantäne. Überlegt euch das mal. Und die sind trotzdem bis auf 80.000 hochgegangen. Obwohl die bei 800 angefangen haben mit der Quarantäne. Also das ist schon echt krass. Und das ist mir dann auch erstmal bewusst geworden. Da habe ich dann erstmal, ja, weiß ich nicht, da bin ich erstmal aus den Latschen gekippt, könnte man sagen. Ja, dann habe ich mir aber gedacht, wie kann ich das jetzt trotzdem besser berechnen? Natürlich muss ich jetzt irgendwie ein europäisches Land nehmen, damit ich wirklich eine vernünftige Rechnung machen kann. Habe ich das mit Italien gemacht. Also erstmal hatte ich in Italien den Prozentsatz von vor den 10.000 errechnet, wie in Deutschland halt. Ich glaube, das waren auch mit 11 Tagen habe ich das, glaube ich, gemacht. Da kamen 25% raus, sogar weniger als in Deutschland, komischerweise. Und danach habe ich den tatsächlichen Prozentsatz errechnet. Also, was heißt errechnet? Das kann man nicht errechnen, also doch schon, ja. Also, habe ich den tatsächlichen Prozentsatz errechnet. Und der war dann 17. Dann habe ich 25 minus 17 gerechnet, also einfach dann 8. Und diese 8 habe ich dann von der 26 in Deutschland abgezogen. Also klar, ist jetzt nicht die beste Rechnung. Klar, ich will das ja auch nicht hier irgendwie, wie gesagt, das ist jetzt hier nichts Besonderes so. Das kann jeder, das habe ich mir einfach so zu Hause ganz einfach, aus Langeweile habe ich das eigentlich nur gemacht. Und den Prozentsatz, der war dann 18 und mit dem habe ich dann weitergerechnet. Und der ist tatsächlich sehr extrem nah dran an der tatsächlichen Zahl. Habe ich dann einfach die nächsten 7 Tage mit 17% Anstieg errechnet. Und da kam dann tatsächlich raus 35.030. Und das ist ziemlich gut, dass ich das Video heute aufnehme. Das Video wird jetzt leider ein bisschen später hochgeladen. Normalerweise lade ich meine Videos immer um 16 Uhr hoch. Wird jetzt leider ein bisschen später werden. Ist aber eigentlich ganz gut, dass ich das heute aufnehme, weil jetzt habe ich die tatsächliche Zahl, wie es tatsächlich ist. Also ihr habt die Rechnung gesehen, die wäre 35.030 gewesen. Meine Schätzung war übrigens 40.000. Und tatsächlich ist die exakte Zahl 36.508. Also meine kleine Rechnung, die ich mir mal eben zusammengerechnet habe in ein paar Minuten, ist tatsächlich um nur 1000 daneben. Das ist wirklich, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, dass meine Schätzung näher dran ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Zahlen auf dem Robot, was ich nicht wissen konnte, was ich auch erst im Nachhinein erfahren hatte, dass die Zahlen auf der Wikipedia-Seite nicht die Zahlen sind, die es genau an dem Tag waren. Ich weiß nicht, woran es liegt, die kriegen die Zahlen irgendwie ein bisschen später erst rein, das war auch in den Nachrichten, weil das sind ja die Zahlen vom Robert-Koch-Institut, dass auch die Zahlen nicht immer, dass sie an manchen Tagen die Zahlen teilweise
nicht alle von allen Krankenhäusern oder was weiß ich alle hinzugefügt hatten, deswegen eine zu niedrige Zahl hatten, aber am nächsten Tag hinzugefügt hatten, deswegen der Prozentsatz dann höher angezeigt wurde, als er eigentlich war. Und das ist mir auch durch die Nachrichten aufgefallen, weil ich habe einen Livestream gefunden auf YouTube, den werde ich euch auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken, müsst ihr auf jeden Fall auschecken, falls ihr euch für sowas interessiert. Und zwar ist das ein quasi Live-Ticker, der genauen Infizierzahlen. Ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber man sieht wirklich, dass alle paar Minuten was aktualisiert wird. Also ich denke, er hat da irgendwie ein Programm, genau kann ich es mir auch nicht erklären. Auf jeden Fall werde ich mal hier einen Screenshot einblenden, wie die Zahlen jetzt genau sind. Ihr seht auf jeden Fall, das sind keine 36.000, weil das Robert-Koch-Institut irgendwie die Zahlen nicht genau reinkriegt, aber ich kann ziemlich genau sagen, dass die Zahlen stimmen werden, weil die Zahlen in den Nachrichten sich nur um 2.000 verschoben hatten, was in 2 Stunden mal schnell passieren konnte, weil die Nachrichten ja auch nicht die aktuellsten Zahlen, die gerade haben, nehmen. So, die eigentliche Frage war ja, ist die Quarantäne in Deutschland zu spät gekommen? Ich denke mal, durch die kleine Rechnung oder was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, wie schnell die Zahlen angestiegen sind oder was China besser gesagt gemacht hat, kann man sich das, denke ich mal, denken, dass die Quarantäne, finde ich, zu spät kam und auch nicht deutlich genug umgesetzt wird. Also ich finde, ich weiß nicht, das hört sich jetzt vielleicht für manche, können das vielleicht gar nicht nachvollziehen oder sind ganz anderer Meinung, jeder hat seine eigene Meinung, das verstehe ich voll und ganz, aber ich finde, dass viele Arbeiten auf jeden Fall, weil ich meine Friseur und sowas, Friseurarbeiten werden ja auf jeden Fall jetzt niedergelegt, also dürfen nicht mehr, ich glaube, die dürfen nicht mal mehr ausgeführt werden, aber andere Arbeiten dann, weiß ich nicht, im Büro oder so, wo dann hunderte Leute sind, das macht dann auch wieder irgendwie nicht Sinn, wenn man einen Friseur verbietet, seinen Job auszuführen, wo da dann vielleicht, weiß ich nicht, wo 100 Leute irgendwie am Tag reinkommen, wahrscheinlich noch nicht mal, aber dann irgendwie in einem Bürogebäude, wo hunderte Leute sind. Ist die Frage natürlich, was die machen, aber wenn es nichts Überlebenswichtiges ist, dann sollten die das auch erstmal, weil, ich meine, wir sehen es an den Zahlen von China, die haben jetzt, weiß ich nicht, 2, 3 Wochen, oder ich glaube, jetzt so relativ lange, alles niedergelegt, das war wirklich extrem da, also ich hatte da ein Freund hatte mir gesagt, dass da sogar ein behindertes Kind gestorben ist, weil die Eltern nicht zu ihrem Kind durften. So extrem natürlich wieder nicht, aber man sieht einfach, wie die das extrem durchgezogen haben, sieht man einfach in den Zahlen, dass die den Virus ja wirklich komplett gestoppt haben. So extrem sollte das natürlich wieder nicht sein, dass irgendwie uns zu schade kommt, aber auf jeden Fall sollte wirklich eigentlich nur noch das Überlebenswichtige durchgezogen werden und die Leute wirklich zu Hause bleiben, nur zum Einkaufen und dann am besten auch, ja, ich glaube, die Leute in China dürfen nicht mehr einkaufen. Deswegen in Deutschland darf man es natürlich nicht so extrem machen, aber man kann es auf jeden Fall deutlich eindämmen, weil ich denke nicht, dass die Quarantäne, wie sie jetzt ist, viel bringen wird. Allerdings wird sie wird schon etwas bringen, aber nicht genug. Ist natürlich die Frage, wie lange es dauert, ein Gegenmittel herzustellen. So, nochmal zum Ende gesagt, ich will damit auf jeden Fall niemanden irgendwie Panik einjagen, nur damit ihr das vielleicht nochmal aus meiner Sicht seht und das auch besser nachvollziehen könnt, weil im Endeffekt zählen eigentlich nur die Prozentzahlen, nicht die Zahlen der wirklich Infizierten. Ja, auf jeden Fall könnt ihr so, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch so eine kleine Rechnung machen. Das war jetzt eigentlich nur so eine Spaßrechnung eher von mir, nicht irgendwie, wie gesagt, also da hätte ich noch viel tiefer in die Materie eindringen müssen, um da eine richtig gute Rechnung rausholen zu können. Das war, wie gesagt, nur so ein als kleiner Zeitvertreib gemacht und auch ein bisschen fürs Video, damit man das so ein bisschen, also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Zahl so nah rankommt. Und bevor ich jetzt wieder zu viel, aber würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und stay safe.